Sieht aus wie so ein Frühstücksfernsehen. Deswegen meine ich ja. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem bescheuerten Kanal. Heute sind wir wieder bei Tobi, der es nicht lassen konnte und sich ein neues Becken gekauft hat, und zwar gar kein kleines. Was haben wir hier? Ich habe mir ein Waterbox geholt, 1,80 Meter lang, 60 tief und 40 hoch. Rectangle, ja, ja. geil, feier ich. Das muss man sagen, wir fahren jetzt zuerst zum Transmarin, glaube ich, in Nürnberg. Genau. Im tiefsten Bayern. Und wir werden spezielle Tiere kaufen. Das ist etwas, was man nicht so oft in Aquarien sieht. Das ist was ganz Dein Spezielles. Becken ist dazu ausgelegt jetzt. Ja. Wir schauen später zusammen rein. Ich habe kurz schon mal reingelunzt und das ist schon geil aufgebaut mit so Verkluftungen und so. So kenne ich dich ja auch. Du bist sehr kreativ, was Aquascaping im Meerwasser angeht. Wir fahren aber erstmal dahin und holen den Kram ab. Ja. Drop. Ah nee, der war links, ne? Ja, danke. So, Boy, was nehmen wir heute mit? Wir besagen uns heute Röhrenale. Habe ich noch nie zuvor irgendwie in einem privaten Aquarium gesehen, muss ich sagen. Ja, das wird interessant, auch die rauszufangen, oder? Was meinst du? Das wird sehr interessant. Das wird ein ganz schöner Aufwand sein. Ja, ganz im Ernst, wie macht man das denn? Du musst ja das ganze Becken einmal komplett durchwühlen. Quasi. Wir gehen zu zweit meistens her mit 2 Netzen und dann schauen wir, dass wir die alle irgendwie ins Freiwasser bringen, aus dem Sand raus. Sind die futterfest? Ja, die fressen alles. Sind natürlich zögerliche Tiere, muss man immer sagen. Ist das immer so? Da kommen sie alle raus, da kommen sie alle raus. Ja, der Hammer. Sind auch normalerweise kein großes Problem. Die kriegen bei uns Mysis Artemia gemischt. Wichtig ist nur, dass halt keine zu großen Tiere mit drinnen sind, weil dann kriegen sie einfach Angst. Für was für ein Becken würdest du sagen, sind solche Tiere gedacht? Die Beckengröße ist da nicht mal so wichtig, weil die bewegen sich nicht viel. Wichtig ist, dass halt das Sandbett gut ist, ne? So wie hier oder vielleicht sogar noch größer. Ja, die können 40 cm lang werden und gehen dann gerade nach unten in den Sand halt runter. Im Aquarium sollte man so 10 cm Sand haben, dann können die sich einbuddeln und den Rest gehen die dann unten an der Scheibe entlang. Das ist für die kein Problem. Ach krass, da kommen ja richtig viele noch raus. Ja. Wie viel nehmen wir mit, Tobi? 5. 5 Stück? Was Ja. nehmen wir noch alles mit? Wir haben einen ziemlich coolen Leierfisch gesehen, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und eine ganz schicke Gorgonie haben wir noch. Die will ich sehen, weil Gorgonien. Finde ich schön. Okay, die ist krass. Die habe ich noch nie gesehen. Richtig schick. Krass. Wir verkaufen sie meist Chamäleon-Gorgonie, farbwechselnde Gorgonie. Kriegt man ganz selten aus Indonesien eigentlich. Ist halt nicht photosynthetisch, also muss gefüttert werden. Also wenn wir die hier hältern bei uns, dann mischen wir ganz viele verschiedene Frostfutter, Lobstereier, Zyklop oder halt dann verschiedene Staubfutterarten, Poggelsprint, von Alka, Staubfutter, feine Sorten oder lebendes Plankton. Also da macht es wirklich die Mischung. Je mehr man anbietet, umso besser. Die ist halt auch krass, ne? Diese Blueberry. Die, ja, genau. Das kommt auf der Kamera jetzt natürlich nicht so doll rüber ohne Gelbfilter. Und diese ganzen Fächer überall. Gorgonien Heaven! Ja, da habt ihr das. Ach krass. Also das ist schon eine größere Leierfischart. Ja. Erinnert mich halt sehr an so einen Knurrhahn irgendwie, ne? Also So ein bisschen, der hat ja auch diese kleinen Genau. Füße da vorne, Ja, diese ja. Finger. Vor allem dieser lustige Mund, den er hat. zumal du hast halt jetzt auch ein größeres Becken, ne? Muss Ja, man auch jetzt hab ich sagen. am Also im Platz, Kleinen wäre ne? das nicht gegangen. Nee, der hätte da glaube ich nicht reingepasst. Und jetzt habe ich halt auch richtig viel offene Sandfläche. Also auch hier, wie bei den anderen, eher schön mit Sandfläche arbeiten, Ja. weil der viel buddelt. Genau, der gräbt sich halt sehr gerne ein im Sand. Die schwimmen auch nicht viel ins Freiwasser. Sind auch sehr gut, wenn man jetzt Planarien oder sowas hatte, holen die sich die auch sehr gut ab. Früher interessanter Fisch sieht man halt sehr selten. Und ist auch frostfutterfest. Genau, Also die das ist fressen jetzt ganz weniger normale das Problem. Frostfuttersorten. Wichtig bei denen halt, ähnlich wie bei den anderen Leihfischen, es muss am Boden liegen. So, es geht los. Das ging ja noch recht staubfrei. recht entspannt, ja. Oh, das sind wahnsinnige Tiere, krass. Wie eine kleine Muräne. Ja, Minimoräne. Ja, Können unterm Sand schwimmen. die können unterm Sand Unterm schwimmen. Sand schwimmen, ja. Oder die buddeln sich ja mit ihrem Schwanzteil ein und die graben dann einfach weiter und dann können die auf einer ganz anderen Seite wieder auftauchen. Läuft bei dir. Oh Mann. Die alle immer liegen für dich. Gut liegen. Weiter.
Zack. Also, direkt Eingewöhnung jetzt. Packe ich jetzt alles in einen Eimer, akklimatisieren wir die langsam und dann setzen wir sie ein und hoffen, dass sie sich gleich einen Schwimmplatz suchen. Und die Gorgonie, die packen wir gleich ins Wasser. Wie lange gewöhnst du Fische ein? Nicht zu lange, weil die können sich tatsächlich selbst vergiften, wenn man die zu lange eingewöhnt. Deswegen ist das gar nicht so gut. Also ich schaue, dass ich nie über eine halbe Stunde gehe. Weil das Wasser in dem Beutel ist ja offensichtlich ja nicht mehr so gut, wenn da der Fisch die ganze Zeit drin war. Fische gewöhnen sich ein. Ja. Zeig mal bitte, was du hier Schönes gebastelt hast. Was du hier Schönes gebastelt hast. Am besten kommst du hier und dann hast du nämlich das Licht im Gesicht. Ich wollte ein sehr natürliches Lagunenbecken bauen. Demnach habe ich hier hinten ein Deep Sandbed in der Ecke gemacht, wo wir ja heute auch passende Fische dafür gekauft haben. Dort stehen meine Mangroven drin. Dann fällt das Ganze ganz leicht ab. Und dann habe ich einen er ist sehr luftig. Der Riffaufbau, man sieht es auf den ersten Blick nur nicht. Also das ist fast alles nur schwebend auf ganz kleinen Steinen, dass da wirklich sehr viel Platz für Fische ist zum Verstecken und zum Durchschwimmen. Weil ich das schon immer sehr wichtig finde, dass da einfach auch Möglichkeiten sind für die Fische, sich zurückzuziehen, dass die halt nicht immer so gestresst sind. Vor allem, wenn man dann mal ein paar mehr Fische drin hat, die wollen sich ja auch mal irgendwie aus dem Weg gehen. Ich habe das Ganze ganz gemischt gehalten. Also ich habe ein paar Röhrenwürmer drin, ich habe Muscheln drin, ich habe LPS, SPS, Gorgonien, Weichkorallen und ich habe einiges an Makroalgen auch drin. Und da sind jetzt auch ein paar neue dazugekommen, so ziemlich coole. Mangroven brauchen wir nicht drüber reden, super geil. Und das kombiniert mit Gorgonien. Also wir beide, wir haben ja einen relativ ähnlichen Stil an Aquarium einzurichten, aber was natürlich nochmal extrem fett ist, ist dieser Anemonenstein. Ist es ein Tier oder? Also dahinter ist noch ein kleineres, aber es ist eigentlich nur diese riesengroße Anemone, ja. Das ist so krass. Also sie heißt Big Bertha, also große Bertha, deswegen die Bertha. und ja, die ist halt wirklich riesig und die Clownfische feiern es halt einfach hart, voll dass sie krass. so viel Platz haben. Erinnerst du dich an das eine Becken, was ich gefilmt habe, was so in den Raum reinschwebt? Das Schwebende mit diesem Mit diesen krassen Anemonendingern. Ja. So im Mini-Format hier, ne? Ja, so ein bisschen. Da ist auch eine weiß-gelbe Anemone drin, aber die entwässert gerade. Das heißt, die sieht eigentlich aus, als würde sie gerade sterben, aber pumpt sich halt einfach gerade mit frischem Wasser dann wieder voll. Das machen die ja ab und zu, einfach um sich zu reinigen. Und das macht die halt natürlich gerade heute, das war ja klar. Vom Technischen her hast du eine Wavebox, glaube ich, drin. Sie! Wie ich auch, das dürfte sogar das gleiche Modell sein, von Tunse. Genau, das kleinste Modell, was es gibt. Es gibt ja 2 Größen, die reicht aber auch völlig aus. Ich meine, das ist 1,80 Länge und die schwappt das ganze Volumen von vorne nach hinten die ganze Zeit. Super. Und das gibt halt so diesen schönen Schwung-Effekt und die Gorgonien finden es halt super. Ich habe eine MP10 Ecotech. Die kleinste, die MP10. Genau. Ne? Gegenüber habe ich noch eine Nero 5. Und ansonsten die restliche Strömung macht tatsächlich meine Rückförderpumpe. Da habe ich eine von Sieche und die ist wirklich super. Man kann damit im gewissen Maß sogar die Temperatur überprüfen und sie hat Wellenmodus eingestellt. Das heißt, du hast auch vom Grundprinzip her ein ganz anderes Strömungsbild in diesem Becken. Lichttechnisch habe ich eine Hybridlampe. Das sind jetzt 4 T5-Röhren mit jeweils 80 Watt drin. Und das habe ich kombiniert mit 2 Hydren. Die dritte ist mir ins Wasser gefallen, deswegen habe ich hast du mir erzählt. Ich dachte, ich werde nicht mehr, echt. Oh, und Korallen zerdepperte nicht wieder zu Wie kann man denn eine Lampe ins Wasser schmeißen? Tatsächlich da hinten eine Lumini oder so ähnlich. Das Ding hat 30 Watt, macht aber ein sehr natürliches Licht. Also es ist sehr sonnenähnlich, wie ich finde. Ist halt schön für die Mangroven, so, ne? Genau, also es wirkt halt wirklich so, als wäre der Flachwasserbereich wirklich ein Flachwasserbereich. Mein alter Abschäumer aus meinem alten Becken von drüben ist auf jeden Fall da drin. So Waterbox-Aquarien, ich meine, ich habe selber ja eins. Ich habe ja das kleinere, das 105.4 ist es, glaube ich. Wir haben ja keinen Werbedeal oder sowas mit Waterbox. Also du kannst ja frei Schnauze sagen, was du willst. Von daher bist du zufrieden mit der Verarbeitung, mit der ganzen Aufmachung? Ja, es ist ein Plug-and-Play praktisch. Ja, ich bin eigentlich super zufrieden. Also es ist ein super Becken, es steht stabil da. Es ist relativ dick. Der einzige Nachteil ist, es ist halt
ist schwer, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber dadurch, dass es halt so dickes Glas hat, kann man halt auch nicht jede Pumpe anbringen. Also mit der MP10 habe ich jetzt einfach nur echt verdammt viel Glück gehabt, dass das hält, weil die ist eigentlich für diese Glasstärke nicht gedacht. Das ist das Einzige, dass es halt wirklich schwer ist und wir haben es im 3. Stock hochgetragen. Also das war... Es ist sehr leise und bei der Verrohrung das Ventil ist so super. Du kannst halt wirklich extreme Feineinstellungen machen. Das muss ich echt sagen. Ich habe ja wahrscheinlich das Gleiche. So, willst du mal aufmachen unten? Ja. Ach ja, hast noch Nachzuchten von Kardinalen. Genau. Und da sind noch so ein paar Drahteigen, eine Krabbe ist da noch irgendwo mit drin und meine restlichen Algen, die wachsen unter der Lampe tatsächlich sehr gut. Also auch die Tunselampe, ne? Genau, diese Refugium-Lampe. Was kostet das Teil jetzt so? Ohne Lampen liegt es bei 2,8. Ich kann mich ja mal kurz auf die Couch setzen und einfach mal kurz genießen. Sollt ihr noch schöne Hintergrundmusik machen? Nein, das passt. Ja, Bierchen wäre ganz nice eigentlich. Dieses flache Rectangle, Lagunen, Aquarienmäßige, da bin ich ja eh immer voll dabei. Okay, du bist ja auch kein Freund von Keschern. Nee, nicht so Gar wirklich. nicht. Können sich die Tiere immer verletzen, also werden wir jetzt die Eimer-Methode verwenden. Ja. Ganz kurz noch, du hast quasi in den hinteren Sandbereich Plexiglasscheiben, glaube ich, eingesetzt. Genau, die habe ich im Boden mit Silikon eingeklebt und die Seiten ein bisschen mit Steinen verstärkt. Man sieht auch da noch so ein bisschen die Steine tatsächlich noch rausschauen. Und bis jetzt, toi toi toi, hält der Sand dort hinten wirklich sehr gut. Mhm. Okay, dann Ja. bin ich mal gespannt, ob die sich auch direkt den Platz suchen. Hallo! Zack. Spaghetti! Nicht wieder in den Eimer rein. Wir haben ja gelernt, die schwimmen immer rückwärts und buddeln sich rückwärts in den Sand rein. Ich glaube, der eine buddelt sich schon ein. Da hinten. Oh ja, der sitzt schon. Ja, der sitzt schon. Er sitzt schon. Da, der geht auch rein, hier vorne. Ja. Guck, da kommt er wieder raus. Nein, du musst ins Tiefere. Du musst ins Tiefere, Kollege. Er erkundigt noch deinen guten, schönen Grünalgenwuchs. Ah, da schwimmt auch noch einer durch die Gegend. Jetzt muss ich aufpassen, dass sie in dem Moment halt nicht rausspringen. Das wäre sehr blöd. Ja. Aber ich bin ja da. Oh, der Leierfisch ist schön, ne? Ja, der ist richtig cool. Aber cool, dass sich der eine absolut easy sofort. Aber jetzt sieht man ihn wahrscheinlich erstmal nicht mehr. Der muss das jetzt erst da hinten erkunden und sich dort einbuddeln. Frederik geht auch Hallo sagen, auch gut. Aber schau, wie sie ihn alle begutachten. Frederik guckt, der Lippfisch guckt. Schau, wie dick Frederik ist, weil er so viel Algen findet. Da ist ja noch ein Verrückter. Da ist ja noch ein Verrückter. Mit Geschenke. Look it up. Ja, dein Becken kennen wir doch auch, Kollege. Hast du was Schönes mitgebracht? Was tauscht ihr Gutes? Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen etwas mitgebracht, was ich jetzt gerade habe, aber ich habe mein Becken komplett umgebaut. Ach, hast du umgebaut? Kernsaniert. Kernsaniert? Ja, dann muss ich auch wieder vorbeikommen bei dir. Ja, ja. Aber ich muss jetzt noch ein bisschen. Okay. Hey, meins ist auch noch der Top So, Sebastian hat hier ein paar Ableger mitgebracht. Wie Weihnachten So. eigentlich. Ihr macht paar Tausche heute. Du nimmst Algen mit für die Seepferdchen. Und ich habe Euphilias. Ja gut. Wenn Sebastian eine Sache hat, dann Euphylien. Ich glaube, die Gorgonie hätte ich dir auch geben können. Ja, was genau? Jetzt zeige ich euch das fast coolste Tier eigentlich mit in meinem Becken, meine kleine Krabbe. Klein. Du kannst ja mal hinfilmen, Ja. ob sie jemand finden würde. Ich glaube eher weniger, weil... Also sie ist genau jetzt komplett im Fokus eigentlich. Ja, aber dieser Wild, Batzen aber- Algen, das ist praktisch die Krabbe und die Algen wachsen auf ihr weiter. Das ist eigentlich so das Coolste an ihr. Und jetzt schauen wir mal, ob sie Hunger hat, aber eigentlich hat sie immer Hunger. Ich weiß gar nicht, wo ihr Kopf ist. Das macht halt jetzt ein bisschen schwierig. Hallo? Ja, es bewegt sich, der Algenklumpen bewegt Ja, sich. guck. Ach Jetzt holt krass. sie sich's gleich. sie, hat, Immer ein T-Shirt an. sie hat sich halt auch die längsten Blätter vorne auf die Nase gesetzt und es ist halt... Man muss dazu sagen, eine Dekorkrabbe, das ist ja das natürliche Verhalten dieses Tieres, da sie sich halt allen möglichen Scheiß anheftet und sich dadurch tarnt. Da, jetzt.
Ja. Das sind doch nicht die Scheren, das sind die Beine. Da sind die Scheren. Da. Oh, okay, ja. Siehst du's? Ja. Ah, jetzt hat sie sich ein Stück rausgerissen. Ach, krass. Ja, jetzt sieht man sie. Das sind aber immer noch nicht die Scheren, das sind nur die zwei vorderen. Da, das ist die Schere, das Orange. Au! Zack! Und fallen lassen, super. Oh. Gruselig. Zack, und krass. jetzt tut sie es gerade richtig so hindrehen, wie sie es braucht, und dann wird wie eine Spaghetti einfach eingesaugt. Und das war's auch schon wieder für heute. Wenn du sagst, Mensch, der Tobi, der macht doch klasse Videos, dann gib dem Ganzen hier gerne einen Daumen nach oben und hinterlass etwas Liebe in den Kommentaren, damit ich sehen kann, dass euch diese Inhalte hier auch gefallen. Und ansonsten euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.